Warum gibt es Menschen, die Hüftschmerzen haben und andere nicht? Was ist deren Geheimnis? Ich bin Roland Bracht und ich verrate dir, wie das zustande kommt. Und abgesehen davon machen wir die 4 Übungen, die schmerzfreie Hüften brauchen. Der René ist heute wieder hier. Der würde die Übungen zeigen und ich erkläre sie dann. Aber ich muss vorher noch was auflösen. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Ich habe gesagt, die Übungen, die schmerzfreie Hüften brauchen. Na, überlegt man sich, schmerzfreie Hüften brauchen die eigentlich Übungen? Gemeint war es so. Wenn jemand bestimmte Bewegungen macht, weil jede Bewegung ist eine Übung und diese Bewegung genau die Übungen darstellt, die Hüften brauchen, dann ist er schmerzfrei. Schmerzfreie Hüften sind ein Zufall. Die sind nämlich das Resultat aus dem Bewegungsprofil eines Menschen. Und wenn dieses Bewegungsprofil eines Menschen diese 4 Übungen, die wir gleich machen, irgendwie beinhaltet, aus dem Zufall heraus, weil er einen Sport macht, weil er Hobby macht, weil er einen bestimmten Beruf hat, bei dem bestimmte Bewegungen vorkommen, dann ist er schmerzfrei. Und wenn er die Bewegungen nicht macht in seinem Alltag, dann bekommt er Schmerzen. Das ist das ganze Geheimnis. Das Geheimnis ist wirklich Zufall. Aber Zufall, da finden wir uns nicht mit ab. Nein. Wir machen jetzt aus dem Zufall eine gezielte Herangehensweise, um Hüften schmerzfrei zu machen, eben mit diesen 4 Übungen. Die erste Übung machst du am besten auf dem Stuhl. Es gibt viele Möglichkeiten mehr. Aber auf dem Stuhl, den hast du zu Hause, kannst du leicht machen. Setz dich auf den Stuhl. Ich sitze schon. Und jetzt rutschst du so weit nach vorne, dass das Gesäß gerade noch gut auf dem Stuhl sich befindet. Der Bob ist mein da mit dem Gesäß? Genau. Das ist zu weit. Ja, oder ja, so Das geht. passt noch. Es darf halt nicht so sein, dass du runterrutschen kannst. Und jetzt nehmen wir mal an, der René möchte seine rechte Hüfte schmerzfrei machen. Wenn du die linke als Problem hast, dann machst du die gleiche Übung einfach auf der anderen Seite. So. Und jetzt bleib ruhig erstmal zurückgelehnt, das ist gut. Und jetzt streck mal dein linkes Bein nach vorne weg und leg mal dein rechtes Bein aufs Knie. Nein, aufs linke Knie, ganz genau. Genau so. Und jetzt beuge mal dein linkes Bein, indem du deinen linken Fuß ranziehst. Ganz genau. Aufstellen, okay. Das wäre eine gute Ausgangsposition, wenn die möglich ist. Ja? Es kann auch sein, dass dein Knie vielleicht so hoch steht, weil das nicht tiefer kommt. Alles nicht schlimm. Wenn es so kommt, dann ist es natürlich besser, weil das Bein gebeugt ist. Es ist besser, als wenn es gestreckt ist. Je höher der Fuß am gestreckten Bein nach oben gezogen wird, umso besser ist die Ausgangssituation. Aber was du dann machst, ist in allen diesen verschiedenen Beinpositionen immer das Gleiche. Und zwar, du machst deinen Rücken gerade und gehst ins Hohlkreuz. Ja, geh ins Hohlkreuz. Oh, dann verändere ich schon die Beinstellung. Schlimm? Ja, versuchst du da zu lassen eigentlich. Okay. So schlimm ist es nicht, ja. Geh ins Hohlkreuz und halte dich mit der rechten Hand am Knie fest und mit der linken Hand am Fußgelenk. Ja. Du kannst auch deinen Unterarm hier aufs Knie legen. Das ist vor allen Dingen dann wichtig oder förderlich, wenn du dein Knie runterdrücken willst, weil es noch zu hoch steht. Ja? Also am besten, du kannst hier greifen, auch mit der Hand runterdrücken. Du kannst mit dem Arm drüber. Die beiden Möglichkeiten, je nach Körperlichkeit, die du hast, kannst du anwenden. Geh ins Hohlkreuz, so weit wie möglich ins Hohlkreuz. Ja. Und es kann sein, dass du im Hohlkreuz dich ziemlich nach hinten beugen musst in der Hüfte, um das überhaupt hinzukriegen. Aber das ist nicht schlimm. Du gehst ins Hohlkreuz und jetzt bleibst du im Hohlkreuz. Ja, aber stopp, Moment, jetzt geht das ja automatisch hoch dann. Muss ich das wieder runterdrücken? Ja, das ist runter. Und trotzdem Hohlkreuz. Und trotzdem Okay. Hohlkreuz. Ja? So viel auf einmal. Und jetzt ziehst du dich nach vorne Mit Hohlkreuz. mit Hohlkreuz und dann merkst du, dass die Dehnung direkt wo zu spüren ist. Ich komme nicht mehr weiter. Ja, und wo klemmt's? Ach, also einmal hier, Genau, da. ganz genau. Mehr oder weniger im und rund ums rechte Gesäß. Und genau da soll die Dehnung hin, weil das sind die Gesäßmuskeln und noch ein paar andere, hauptsächlich der Gesäßmuskel. Und wenn der zu kurz ist, ist schon ein Grund, Hüftprobleme, Hüftschmerzen, Hüftarthrose zu bekommen. Aber ist das jetzt, das ist ja jetzt nicht gut, was ich mache. Ich muss ja jetzt langsam besser werden. Auf was achte ich jetzt? Du achtest darauf, dass dein Dehnungsschmerz im Gesäß, da wo du ihn spürst, Ja. gerade noch gut erträglich ist. Okay. Ja? Und sagen wir mal so, wenn du es nicht schaffst, den Rücken gerade zu lassen Ach so, ja. und der ein bisschen gebeugt ist, beug dich mal ein bisschen den Ja. Rücken, ist auch nicht so schlimm.
Aber die beste Wirkung hast du dann, wenn du ganz gerade bist. Also du kannst keinen Fehler machen, der diese Übung irgendwie wirkungslos macht. Sie wird immer eine Wirkung haben. Aber was ich dir zeige, ist halt das, was am wirkungsvollsten ist. Und das ist bei Hohlkreuz, bei geradem Rücken der Fall. Die Zeit ist noch wichtig. Wie lange dehnen wir? Also ich bin, glaube ich, schon fertig. Ich glaube 2 Minuten, 2,5 ist. Genau, 2 bis 2,5 Minuten. Und in diesen 2 bis 2,5 Minuten wird ja diese Dehnungsintensität immer weiter runtergehen. Und wenn die runtergeht, dann gehst du immer ein Stückchen weiter nach vorne, bevorzugt beim Ausatmen. Du atmest ja, du atmest ein, du atmest aus, um Luft zu holen. Und merk dir mal, immer beim Ausatmen noch ein bisschen mehr Dehnung rein. Das bringt gute Fortschritte, weil in der Ausatmung der Körper entspannt und das kannst du nutzen. Bei der zweiten Übung bleiben wir auf dem Stuhl. Genau aufpassen jetzt. René, rutsch mal, nimm erstmal dein rechtes Bein, übst ja mit dem rechten Bein. Denk dran, wenn du mit dem linken Bein Probleme hast, bei der linken Hüfte, dann nimmst du das linke Bein. Nimm mal das rechte Bein nach hinten unter den Stuhl und geh ruhig mit dem Fußrücken, praktisch mit der Fußspitze, so auf. Genau. Und es gibt 2 Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dein Knie hängt noch in der Luft. Das ist nicht schlimm. Nee, bleib da. Ja? Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit, dein Stuhl ist so niedrig, dass du vielleicht mit dem Knie sogar am Boden bist. Beides geht. Ist egal. Ja? Du gehst also in diese Position, aber schieb nicht, schieb nicht dein Gesäß weiter vor als das andere, sondern einfach nur das Bein so weit nach hinten, wie das geht. Und jetzt ist es wichtig, von der Position, du sicherst dich am Stuhl, hältst dich an der Stuhlkante fest oder an der Lehne, so dass es sich gut anfühlt. Aber das linke Bein bleibt so stehen, wie es steht. Das kannst du ruhig ein bisschen nach vorne nehmen. Okay, um das gut, um das zu stützen, ja, da hast du ein besseres Gefühl. Ja. So, und jetzt ziehst du den Bauchnabel ein. Ja, zieh den Bauchnabel ein, sodass du, wenn du nach hinten gehst... Wir haben uns geeinigt, dass Bauchnabel einziehen, Schambein anheben ist, ganz oder? Genau, ganz genau. Ja. Das bedeutet das Gleiche, ja? Ja. Bauchnabel ziehst du ein, Schambein wird angehoben, aber letztendlich geht es weder um den Bauchnabel noch ums Schambein. Es geht darum, dass die Hüfte jetzt mit sich nach hinten bewegt, wenn der Rumpf sich nach hinten bewegt. Nicht so wirksam wäre, wenn du über dem Becken bei dem Rumpf nach hinten abknickst. Und deswegen sage ich immer, nimm den Bauchnabel zurück, das Schambein hoch, anstatt im Rumpf zu überstrecken. Weil das würde dann nicht so viel Dehnung bringen, weil wir wollen ja hier den Hüftbeuger dehnen. Jetzt gehen wir langsam nach hinten, aber nicht da oben, sondern eher hier unten mit dem Becken. Und dann merkst du sofort die Dehnung hier bis in die Leiste rein. Vielleicht zieht es sogar in den Rücken. Mach's nicht zu doll, René. Ja. So, dass es gerade noch gut ertragen kannst. Jetzt kann ich es gut ertragen. Okay. Und dann auch wieder 2 bis 2,5 Minuten steigern. Und in der Intensität möglichst immer so hoch sein, dass der Dehnungsschmerz gerade noch gut zu ertragen ist. Das muss gerade noch so ein herzliches Lächeln möglich sein mit einem leicht gequälten Gesichtsausdruck. Das ist genau die richtige Dosierung. Diese Seitlage am Boden, das ist die Ausgangsposition für die dritte Übung. Jetzt geht es um die Außenseite des Beckens, wo auch Muskeln sind, die die Hüfte richtig zuschnüren können. Leg dich so hin wie René. Wenn die linke Seite ein Problem ist, dann eben mit der linken Seite nach unten. Und jetzt nimmst du dein linkes Bein und setzt den Fuß dorthin und stützt dich auf den rechten Arm auf. Ja, und zwar auf den gestreckten Arm. Jawohl. Und jetzt geh mal mit dem Fuß ein bisschen weiter nach vorne, nach dort. Ja. Und dreh dich so. Und jetzt merkst du schon, jetzt zieht es rein, Ja. die Dehnung. Genau. Und wenn du jetzt noch weiter mit der rechten Hand zurückgehst, also dorthin, Oh, dann wird es intensiver. ja, aber es kann ja auch sein, dass du noch ein bisschen abhebst. Ja. Du musst da nicht unbedingt unten sein. Wäre das besser noch abzuheben? Das geht beides. Du kannst dich so reinhängen oder kannst dich von unten dann eben hochdrücken. Was Das ist mein egal. Ziel? Dein Ziel ist, dass es an der rechten Beckenseite zieht. Okay, das habe ich erreicht. Das tut's, ja. Wenn du das nicht halten kannst mit der rechten Hand, dann kannst du auch alternativ deinen rechten Unterarm da auflegen. Mach das mal. Lass mich das probieren, das muss einfacher sein. So. Ja, Oh ja, das und, ist besser. Und sei ruhig senkrecht hier und dann merkst du, dass du dich richtig schön reinhängen kannst. Also Ziel, wie gesagt, ist, dass du die Dehnung an der rechten Hüftseite merkst und
Wenn du so einigermaßen drin bist, dann testest du jetzt und gehst erstmal mit dem Knie zurück. Und dann dreht sich dein Becken ein bisschen. Und jetzt hast du, glaube ich, weniger Dehnung, richtig? Ja, also es ist angenehmer. Ja, Ja, angenehmer heißt weniger wirkungsvoll. weniger Weil schaffe. die Übung ist ja dann wirkungsvoll, wenn es ordentlich zieht. Ohne ordentliches Ziehen kriegst du keine Verbesserung. Und deswegen gehst du jetzt mit dem Knie immer weiter nach vorne. Ich würde sagen, hier kann ich mir vorstellen, da hast du die höchste Dehnungsintensität. Also da merke ich auf jeden Fall, dass es richtig in die Hüfte zieht. Ganz genau. Und wenn du jetzt merkst, dass die Schwerkraft zu doll da zieht, dass es zu doll dehnt, Ja. dann drückst du dich ein bisschen mit dem linken Bein nach oben und hilfst dir ein bisschen, dass du weniger diese Dehnung merkst. Ja? Ja. 2,5 Minuten, 2 bis 2,5 Minuten, immer wieder steigern und richtig die Hüfte hier befreien. Lass uns gerade nochmal resümieren. Bei den ersten 3 Übungen haben die Rückseite haben wir gedehnt, das Gesäß vor allen Dingen. Bei der zweiten Übung haben wir hier vorne den Hüftbeuger und andere benachbarte Muskeln gedehnt. Und bei der dritten Übung haben wir die Außenseite gedehnt. Was fehlt noch? Die Innenseite des Oberschenkels. Du stellst dich hinter einen Stuhl, Ich weiß, was mir blüht. nimmst ein bisschen Kontakt auf. Wichtig ist jetzt, dass der Stuhl hoch genug ist, dass man nicht nach vorne gebeugt stehen muss, sondern dass du einigermaßen gerade stehst. Du kommst mit den Fingerspitzen jetzt gerade noch dran. Wenn es nicht lang würde, stell dich lieber vor einen Tisch, der ist höher als ein Stuhl und du kannst dich besser stabilisieren. Warum ist es wichtig? Weil wir als allererstes, gehen wir ein bisschen enger zusammen, normal stehen, als allererstes Bauchnabel einziehen, damit das Schambein hochziehen, Hüfte gerade stellen, raus aus dem Hohlkreuz. Ja? Und in der Position berührst du jetzt den Stuhl, gehst ganz locker mit den Füßen erstmal so weit auseinander, wie du merkst, dass noch nicht so viel Dehnung da ist. Ich ziehe mal mein Höschen ein bisschen hoch, gell? Okay. Okay. Und jetzt bist du schon leicht im Hohlkreuz. Geh mal wieder raus aus dem Hohlkreuz jetzt. Also wieder Bauchnabel einziehen, Becken gerade stellen. Ja. Wenn du das noch nicht so ansteuern kannst mit diesem Beckenwinkel, ist nicht so schlimm. Aber wir zeigen dir hier das Optimum, das hat die höchste Wirksamkeit. Wenn du ein bisschen ins Hohlkreuz gehst, hast du immer noch eine gute Wirksamkeit, aber eben nicht mehr die höchste. Ja? Deswegen versuche, das Hohlkreuz möglichst wegzunehmen. Aber wenn es noch nicht ganz klappt, dann lass das im Laufe der nächsten Zeit immer weniger werden. So, und jetzt ist die Technik folgende. Du bewegst dich ein bisschen nach vorne und dann werden deine Fersen entlastet und dann gehst du mit den Fersen ein Stückchen weiter auseinander. Dann gehst du ein bisschen nach hinten, Achtung Hohlkreuz, jawohl. Und wenn du weiter nach hinten gegangen bist, immer gut festhalten dabei, dann gehen die Fußspitzen noch ein bisschen weiter auseinander. Dann gehst du wieder mit dem Gewicht nach vorne, Achtung Hohlkreuz. Wieso komme ich immer ins Hohlkreuz? Weil der Körper jetzt schon am Hüftbeuger zieht, weil der Hüftbeuger ist oft so kurz, dass auch bei dieser Bewegung der Hüftbeuger, der hier innen befestigt ist, das Hohlkreuz reinzieht. Und deswegen musst du ganz deutlich dagegen gehen, dass du auch in die beste Dehnung kommst vom Hüftbeuger. Ja. Ja? Dann wieder ein bisschen nach hinten und die Fußspitzen auseinander. Und ein bisschen nach So, vorne. jetzt wird es aber eng, gell, da hinten. Okay, wenn es eng wird, dann bleibst du da. Jetzt gilt welche Regel? Gerade noch gut erträglich muss es sein. Ich muss wieder hoch. Dann geh ein bisschen hoch, aber nicht ganz rausgehen, nicht die Übung abbrechen. René war jetzt zu sehr in der Intensität drin, das darf eigentlich gar nicht passieren. Also geh so sorgfältig mit dir um, dass du, sobald du merkst, jetzt wird dieser Grenzbereich erreicht, ja, dass du dann auch direkt stoppen kannst und dass du nicht sagen musst, oh, das war jetzt zu viel, jetzt muss ich wieder raus. Ja? 2 Minuten. Ja, aber schau mal, bleib mal ganz entspannt. Weil gerade noch gut erträglich heißt, du kannst sogar 4 Minuten da drin Nein, ich bleiben. muss raus, Roland. Ja, dann geh ein bisschen raus. Okay, Wie ist es jetzt? Super, dass es passiert, weil da kannst du viel lernen von. Ich schwitze nicht mehr. Direkt ist mir der Schweiß ins Gesicht Okay, gesprungen. also hast du vorher eine wichtige Regel missachtet. Du hast nämlich zu intensiv geübt. Merke, immer dann, wenn dir das passiert, was René gerade passiert ist, ich muss raus, ist die Intensität viel zu hoch.
dann wird so eine Übung quälend. Und quälend machen diese Übungen keinen Spaß. Du musst einen Dehnungsschmerz haben, aber der muss gerade noch positiv erträglich sein. Das muss gerade noch ein Wohlfühlschmerz sein. Und dann kannst du 16 Stunden in so einer Dehnung drin bleiben. Ja, weil es eben nicht so quält, dass du rausgehen musst. Das ist natürlich übertrieben gesagt, ja, aber im Grunde genommen stimmt das. Also du darfst niemals durch die Intensität der Dehnung gezwungen werden, aus der Übung rauszugehen. Weil du musst dann 2 bis 2,5 Minuten entspannt durchhalten. Weil nicht vergessen, Anspannung der Muskeln ist Stress. Wenn die Übung selbst Stress macht, ist das ja völlig kontraproduktiv, weil du wieder Stress ins Gehirn, in die Anspannung der Muskeln reinbringst. Und deswegen langsam wieder raus dann nach der Zeit, am besten immer schön abwechselnd. Und bei der Übung ganz, ganz wichtig, deine Füße dürfen nicht rutschen. Du musst es auf einem Boden machen, der nicht rutscht. Weil wenn du durch die Schwerkraft immer weiter reinrutscht, dann kippst du immer weiter in diesen Bereich, der eben zu sehr quält. Und dann musst du ja raus und dann ist es viel zu viel. Das waren jetzt die 4 Übungen, die es nicht mehr dem Zufall überlassen, ob du Hüftschmerzen bekommst oder nicht. Ich kann dir nahezu garantieren, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass wenn du diese 4 Übungen machst, dass deine Hüftschmerzen immer weniger werden und ganz weg sind. Oder wenn du vorbeugend arbeiten willst, dass gar keine mehr kommen. Um das noch besser zu verstehen, haben wir ein ganz spezielles Video gemacht, Erklärvideo Hüfte. Klick da drauf, guck dir das an. Je mehr du weißt, desto mächtiger bist du, mit deinen Schmerzen umzugehen. Und deswegen sagen wir, ciao. Adieu.